Tauziehen ist ein klassisches Spiel, das häufig auf Kinderfesten und Familienfeiern gespielt wird. Bei einem Tauziehen stehen zwei Teams an gegenüberliegenden Enden eines Seils und versuchen, das Seil zu ziehen, bis der Großteil davon über ihre Seite der Mittellinie oder Markierung gezogen ist. Allerdings ist das Spiel nicht so einfach, wie es scheint. Es gibt viele Strategien, die zum Gewinnen des Tauziehens beitragen, und vieles davon hat mit der Positionierung des Teams und seiner Technik zu tun. Methode 1 von 2, Positionierung des Teams. Bild mit dem Titel Win a Tug of War steht 1:1. Versammeln Sie 8 Personen unterschiedlicher Größe und Stärke. Das Tolle am Tauziehen ist, dass Sie lernen können, als Team zu gewinnen, auch wenn Sie nicht die stärksten Leute auf Ihrer Seite haben. Für organisierte Ligen möchten Sie vielleicht auch 1 bis 2 zusätzliche Leute als Ersatzspieler rekrutieren, falls jemand verletzt wird oder ein Spiel verpassen muss. 1. Wenn Sie vorhaben, in einer Liga zu spielen, stellen Sie sicher, dass das Gesamtgewicht der Personen in Ihrem Team geringer ist als die angegebenen Regeln, die je nach Altersgruppe variieren können. Bild mit dem Titel Win a Tug of War steht 2:2. Setzen Sie ein erfahreneres Teammitglied an die Spitze, um den Schlepper zu führen. Diese Person fungiert als Leiter der Gruppe. Wählen Sie für das Team jemanden aus, der mittelgroß ist und schon einmal Tauziehen gespielt hat. Diese Person sollte in der Lage sein, das Seil in der Hocke gut festzuhalten, und viel Unterkörperkraft haben, um zu verhindern, dass die Vorderseite der Leine zu stark belastet wird. 2. Es kann hilfreich sein, die Teamkollegen vom Größten zum Kleinsten stehen zu lassen und dann eine der Personen in der Nähe der Mitte als führenden Schlepper auszuwählen. Werbung. Bild mit dem Titel Win a Tug of War steht 3:3. Staffeln Sie die mittleren Teamkollegen basierend auf ihren Fähigkeiten, um die Teamarbeit zu fördern. Positionieren Sie ein weniger erfahrenes Mitglied zwischen 2 erfahreneren Mitgliedern des Teams, damit sie während des Spiels kommunizieren können. So können die kundigen Teamkollegen das Tempo des Schleppers bestimmen und weniger erfahrene Teamkollegen am Aufbau von Ausdauer und Kraft arbeiten. 3. Reden und Kommunizieren während des Spiels kann für einige Mitglieder hilfreich sein. Aber denken Sie daran, Ihre Strategie nicht an das andere Team weiterzugeben. Bild mit dem Titel Win a Tug of War steht 4:4. Positionieren Sie jemanden mit guter Ausdauer an der Rückseite des Teams. Wählen Sie jemanden mit guter Unterkörperkraft und setzen Sie ihn an das Ende des Seils, damit er das Team verankern kann. Stellen Sie sicher, dass Sie stark genug sind, um das Team kontinuierlich zurückzuziehen, während Sie das Seil fest im Griff behalten. Im Allgemeinen wickelt der Anker das Seil normalerweise um den Rücken und hält das Team in Bewegung. Normalerweise gibt der Anker das Tempo für das Ziehen vor, indem er alle 3-4 Sekunden einen Schritt zurück macht. Wenn der Rest des Teams nicht mithalten kann, liegt es am Anker, den Halt zu behalten und langsamer zu werden, damit sich der Rest des Teams neu positionieren kann. Tipp: Versuchen Sie, Ihren schwersten Teamkollegen als Anker hinten am Seil zu platzieren. Sie können helfen, den Rest des Teams nach hinten zu ziehen, wenn sie sich zurücklehnen. Werbung. Methode 2 von 2. Perfektionieren Sie Ihre Technik. Bild mit dem Titel Win a Tug of War steht 5:1. Fassen Sie das Seil fest mit den Handflächen nach oben und den Händen nahe beieinander. Stellen Sie sich auf die linke Seite des Seils und nehmen Sie das Seil mit der rechten Hand auf. Wiegen Sie das Seil mit der Handfläche nach oben und legen Sie Ihre linke Hand entweder direkt vor oder direkt hinter Ihre rechte Hand. Schließe deine Faust um das Seil, so dass deine Daumen nach oben zeigen. Einige Quellen empfehlen, Ihre Hände mit Kreide zu bestäuben, um Ihnen zu helfen, das Seil zu greifen. Das funktioniert für einige Leute gut, aber Sie können immer noch ohne es gewinnen. Warnung: Vermeiden Sie es, das Seil um Ihre Hände zu wickeln, um es zu greifen. Es mag zwar wie eine gute Idee erscheinen, aber wenn das Seil zu rutschen beginnt, können Sie Ihre Handgelenke überanstrengen oder sich einen Knochen brechen. Bild mit dem Titel Win a Tug of War steht 6:2. Gehen Sie in die Hocke und lehnen Sie sich zurück, um Ihre Fersen in den Boden zu graben, wenn die Pfeife ertönt. Wenn Sie sich für das Spiel aufstellen,
Positionieren Sie Ihre Füße so, dass sie etwa schulterbreit auseinander stehen, und gehen Sie in die Hocke, so dass Ihre Knie leicht gebeugt sind. Wenn das Spiel beginnt, lehnen Sie sich mit geradem Rücken in einem 45-Grad-Winkel zurück, um Ihre Fersen in den Boden zu graben und sich an Ort und Stelle zu halten. Ziehen oder ziehen Sie noch nicht am Seil, sondern lassen Sie Ihr Gewicht die Arbeit für Sie erledigen. 4. Wenn Sie Ihren Rücken oder Ihre Knie zu stark beugen, können Sie unnötige Muskelbelastungen verursachen, die Ihrer Ausdauer schaden können. Bild mit dem Titel Win a Tug of Worstedt 7-3. Machen Sie als Team kleine Schritte zurück und graben Sie sich mit den Fersen ein. Sprich vor dem Spiel mit deinen Teamkollegen und plane alle 3-4 Sekunden einen Schritt zurück, beginnend mit deinem linken Fuß. Wenn das Spiel beginnt, hebe deine linke Ferse vorsichtig an und platziere sie etwa 2,5 bis 5,1 cm hinter der Stelle, an der sie begonnen hat. Wiederholen Sie dies dann mit der rechten Ferse, um sich langsam rückwärts zu bewegen und das andere Team zu bewegen. Versuchen Sie, wenn möglich, größere Schritte zu machen, wenn das gegnerische Team müde wird. 5. Sie sollten nicht am Seil ziehen oder ziehen. Halten Sie es stattdessen einfach fest und halten Sie es nahe an Ihrem Körper, während Sie sich zurückbewegen. Sie können während des gesamten Spiels mit dem Spieler vor Ihnen sprechen und dem Spieler hinter Ihnen zuhören. Vermeiden Sie es jedoch, während des Spiels Dinge wie zurückziehen oder zurückgehen zu sagen, da das andere Team Sie möglicherweise hört und Zeit hat, sich in eine bessere Position zu bringen. Bild mit dem Titel Win a Tug of Worstedt 8-4. Halten Sie Ihr linkes Bein gerade und stoßen Sie es ab, während Sie zum Gegenangriff zurückkehren. Wenn Sie den Halt verlieren, versuchen Sie, Ihren Körper in Richtung des Seils auf Ihrer rechten Seite zu drehen, um eine Gegenangriffsbewegung vorzubereiten. Graben Sie Ihren linken Fuß horizontal in den Boden, um jede Vorwärtsbewegung zu verlangsamen, und drücken Sie ihn ab, um Ihren Körper nach hinten zu treiben. Bewegen Sie Ihre Füße jeweils 2,5 cm nach hinten, während Sie sich nach hinten drücken. Wenn Sie sich nicht zurückziehen können, versuchen Sie einfach, an Ort und Stelle zu bleiben, bis das andere Team zu müde wird, um weiterzuziehen. Dann ist es vielleicht einfacher, sich wieder zu bewegen. Werbung. Kraftaufbauende Übungen, um beim Tauziehen stärker zu werden. Community Fragen und Antworten. Frage: Wäre es effektiv, die Leute nach Körpergröße aufzureihen? Community Antwort. Nicht wirklich, denn Höhe bedeutet nicht Stärke. Es sieht vielleicht gut aus, aber was ist, wenn der Größte auch der Schwächste ist? Nicht hilfreich. 39 hilfreich. 167 Frage: Wenn ich ein schneller Läufer bin, wo sollte ich mich beim Tauziehen positionieren? Community Antwort vermutlich in Richtung Mitte. Ein guter Läufer zu sein, hilft beim Tauziehen nicht allzu viel, da es in erster Linie um Kraft geht, aber Laufen baut starke Beinmuskeln auf, so dass Sie diese verwenden können, um Ihr Seil stabil zu halten. Nicht hilfreich. 18 hilfreich. 81 Frage: Würde es helfen, wenn eine Person als Leiter auftreten würde, um die Bewegungen aufzurufen, die zusammengearbeitet werden sollten? Community Antwort ja. Der Anführer könnte zum Beispiel bis 3 zählen, damit ihr alle gleichzeitig so stark wie möglich zieht. Nicht hilfreich. 7 hilfreich. 45 weitere Antworten anzeigen. Stelle eine Frage. Einreichen. Werbung. Tipps. Geben Sie einen Tipp ab. Alle eingereichten Tipps werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft. Einreichen. Warnungen. Wickeln Sie das Seil niemals um Ihre Hände, um daran zu ziehen. Dies kann dazu führen, dass Sie Ihr Handgelenk überanstrengen oder sich einen Knochen in Ihrer Hand brechen. Hilfreich. 9 nicht hilfreich. 1. Werbung. Das könnte dir auch gefallen. Tauziehen spielen. Wie man Tauziehen spielen. Attentäter spielen. Wie man Attentäter spielen. Kämpfe wie Goku. Wie man Kämpfe wie Goku. Gewinne einen Kitzelkampf. Wie man gewinne einen Kitzelkampf. Spielen Sie das Schrotflintenspiel. Wie man spielen Sie das Schrotflintenspiel. Paintball spielen. Wie man Paintball spielen. Play different.
Types of Paintball Games. Wie man spielen Sie verschiedene Arten von Paintball spielen. Make an Airsoft Field. Wie man machen Sie ein Airsoft Feld. Get ready for an Airsoft Game. Wie man machen Sie sich bereit für ein Airsoft Spiel. Play Tug of War with your rabbit. Mission accomplished. Good work.